Ich wollte euch zwischendurch mal ein kleines Update geben zur DJI Mini 4 Pro. 14 Tage lang hatte ich sie jetzt im Dauereinsatz. Was ich an der Kleinen gut finde und was ich an der Kleinen vielleicht nicht so gut finde, das erfahrt ihr jetzt in meinem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Fast auf den Tag genau sind es jetzt 14 Tage Dauerflug mit der DJI Mini 4 Pro. Und ich sage das nicht nur so, ich kann das auch beweisen, denn ich habe nämlich schon für euch 9 weitere Videos produziert, in dem ich die DJI Mini 4 Pro auf Herz und Nieren getestet habe, ob im Active Track, ob beim Nachtflug, in Sachen Überhitzung, Reichweite, Kamera, alles schon dabei. Und wenn du Lust hast, dann schau dir doch gern nach diesem Video hier meine Playlist an, die habe ich hier oben für euch verlinkt. Jetzt aber zum Thema. In den letzten Tagen konnte ich natürlich wirklich viele Eigenschaften der DJI Mini 4 Pro testen. Und als erstes möchte ich mal darüber reden, was ich nicht so gut finde und was man vielleicht noch deutlich verbessern kann an der neuen DJI Mini 4. Für euch natürlich wieder die Aufforderung, die Dinge, die ihr mögt oder auch nicht mögt, hier in meinen Videokommentare zu schreiben und uns einfach mal darüber quatschen zu lassen. Wie gesagt, das ist meine Meinung und jeder hat eine andere Meinung von euch. Also gern rein damit hier in die Kommentare. Vielen Dank dafür. Und apropos Kommentare, ich möchte mich wirklich ganz herzlich bei euch bedanken für die vielen Anregungen, Tipps und auch Dankesschreiben, die ihr mir bis jetzt in meinen Kommentaren hinterlassen habt. Und dadurch können sich natürlich viele mit Tipps und Tricks zum jeweiligen Thema versorgen und natürlich auch bereichern. Und das finde ich natürlich richtig top. Und hierfür gibt es von mir einen dicken Daumen hoch. Vielen, vielen, vielen Dank. Und den möchte ich natürlich aber auch von euch, nämlich wenn euch das Video gefallen hat, gerne liken und den Kanal abonnieren. Vielen Dank dafür. Was ich bis jetzt festgestellt habe, ist natürlich als erstes das altbekannte Thema mit den DJI Mini 3 Batterien. Für alle, die es noch nicht wussten, du kannst natürlich die neue DJI Mini 4 mit den alten Batterien der DJI Mini 3 fliegen. Aber erstens sind die 2 Gramm schwerer als die neuen Akkus und zweitens kommst du natürlich damit über die 250 Gramm, also in ganz andere gesetzliche Vorschriften. Und drittens wird dir das natürlich dann auch dauerhaft im Menü von deinem Handy bzw. auch von deinem Controller angezeigt, was absolut nervig ist. Und nicht nur in Sachen Drohnengesetz, sondern auch in Sachen Nachhaltigkeit finde ich wirklich die Entscheidung von DJI echt unangemessen, denn es kann mir doch keiner sagen, dass man dieses Problem nicht bei der Entwicklung berücksichtigen kann. Und warum kann man das nicht so entwickeln, dass wenn man schon die gleichen Akkus fliegen kann von der DJI Mini 3, dann auch regelkonform alles genutzt werden kann und bei der DJI Mini 4 einfach Akku einlegen und dann losfliegen und ich bleibe unter 250 Gramm. Jetzt landen wieder global viele Akkus im Müll und wenn du ordentlich fliegen willst und vernünftig regelkonform, dann musst du dir die neuen Akkus der DJI Mini 4 kaufen. Und die nächste Erfahrung, die ich gemacht habe, ist natürlich, dass die DJI Mini 3 Akkus schneller alle werden in der DJI Mini 4. Und damit könnte man ja noch leben, aber die alten Akkus sollten doch, wenn sie passen, einfach hier auch geflogen werden können. Und gerade in Sachen Nachhaltigkeit finde ich das wirklich eine verpasste Chance von DJI. Und da heißt es nicht Umwelt, sondern es heißt Umsatz und das bestimmt das Handeln. Und es ist schade, denn andere Firmen machen das doch auch nachhaltig und fahren auch super Gewinne ein. Ich glaube, daran kann es wohl nicht liegen. Eine lustige Geschichte ist auch noch, dass ihr in meinen Kommentaren geschrieben habt, dass ihr jetzt anfangt, an den DJI Mini 3 Akkus zu feilen, bis die sozusagen vom Gesamtgewicht so runtergegangen sind, dass man die auch mit der DJI Mini 4 Pro fliegen kann. Und ich stelle mir das immer so bildlich vor, wie jetzt sozusagen alle in ihren Homeoffices sitzen und dann an den Akkus feilen, bis das Gewicht stimmt. Ist eine super und lustige Idee. Vielen Dank für den Kommentar. Ich habe mich echt gefreut. Nächstes Thema, 360 Grad Active Track, eine tolle neue Funktion in der DJI Mini 4. Aber hierzu habe ich dir natürlich schon wieder ein extra Video produziert, wo ich euch zeige, dass die Mini 4 in Sachen Active Track noch richtige Probleme hat und viele Drohnen, die stürzen bei der Verwendung in Bäume, die stürzen ab, wenn man Active Track 360 Grad bei schnelleren Geschwindigkeiten im rückwärtigen Flug seitlich verwendet und damit gehen die mit voller
Wucht in das Hindernis und sehen das Hindernis auch nicht und ich verstehe diesen Fehler nicht, aber aufpassen bei der Verwendung momentan noch dieser Funktion. Hier bedarf es noch Nachbesserung von DJI. Die Drohne kann dann später hoffentlich aufgrund von Updates sicherer gemacht werden und das Problem, das wurde natürlich auch schon an DJI durchgestellt. Wir warten ab, was passiert. Genaueres gibt es dann, wenn es behoben ist, in einem extra Video von mir. Beim nächsten Thema, da kann DJI jetzt nicht ganz so viel dafür, aber es ist natürlich auch noch wichtig erwähnt zu werden. Die Rede ist von der 120 Meter Höhenbegrenzung, die ab dem Januar 2024 dann EU-weit festgeschrieben ist. Und hier hatte DJI zum Verkaufsstart der Mini 4 das Controller-Menü so angepasst, dass es nicht weiter als 120 Meter verstellbar war. Aber über Nacht, da konnte man das einfach wieder auf 500 Meter umstellen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was dann ab dem 01.01.2024 passieren wird, ob das so bleibt oder ob das Menü dann wieder auf 120 Meter limitiert wird und es dem Piloten überlassen wird, hier die gesetzliche Höhenvorschrift einzuhalten. Das warten wir mal ab. Und dann hatte ich euch ein Video produziert zum Thema Nachtflug. Hier habe ich festgestellt, dass auch schon wie bei der DJI Mini 3 die grünen Positionslichter beim Aktivieren der Aufnahme sich einfach ausschalten. Was bedeutet, ihr könnt die Drohne nicht mehr sehen am Nachthimmel und ihr müsst ja natürlich auf Sicht fliegen, also wie soll es gehen, ja? Und wenn man das Ganze dann sozusagen mal gesetzeskonform betrachtet, dann dürftet ihr eigentlich nicht mal mit der Mini 4 in der Nacht fliegen, weil der Gesetzgeber ja eindeutige Beleuchtung mit grün-rot fordert und obwohl Fliegen geht, weil ja die grünen LEDs blinken, wenn du dann aufnimmst, dann kannst du natürlich nicht fliegen und darfst nicht aufnehmen. Also ich habe dafür echt keine Antwort. Also das ist Quatsch, ja? Du fliegst mit der Drohne, hast die LEDs an und wenn du die Aufnahme dann sozusagen aktivierst, dann sind die LEDs aus und dann bist du überhaupt nicht mehr gesetzeskonform. Und viele haben dann geschrieben, man kann auch das neue Start-Landelicht verwenden, dass man das dauerhaft anlässt, aber damit kannst du vielleicht mal die Dorfkirche umrunden abends. Aber so mit gesetzlichen und gesetzeskonformen Flügen hat das wirklich nichts zu tun. Und du kannst dann wirklich maximal zusätzliche LEDs anbringen, was dann auch geht. Es gibt LEDs, die man so ankleben kann, rot, grün und so weiter und so fort. Aber definitiv kommst du dann wieder mit den LEDs über 250 Gramm und kannst laut Drohnengesetz dann natürlich den kleinen Drohnenführerschein machen, wenn du die Drohne nachts fliegen möchtest. Also diese ganze Regelung und diese ganze Umsetzung bei der DJI Mini 4 Pro in Sachen Nachtflug ist nicht bis zum Ende überlegt und wirkt wirklich relativ größere Probleme und ich wollte nur, dass ihr das wisst. Ein kleines Thema will ich noch anbringen, dass auch beim neuen RC2 Controller, der in vielen Paketen zusammen mit der DJI Mini 4 mitgeliefert wird, es nach vielen Berichten so ist, dass einige in der Software nicht direkt auf die SD-Karte aufnehmen können und das ist vielleicht noch irgendwie ein Softwarefehler, denn bei anderen geht es dann wiederum. Ich persönlich habe festgestellt, dass es bei meiner DJI R3 funktioniert, bei der DJI Mini 4 Pro geht es auch, aber manche da draußen haben wirklich noch Probleme und gleichzeitig ist es natürlich auch kompliziert, den Controller wieder umzustellen. Du musst dir vorstellen, ich habe die DJI Mini 4 Pro und ich habe die DJI R3 und ich habe mir extra keinen zweiten Controller gekauft für die DJI Mini 4 Pro, weil ich natürlich mit meinem RC2 Controller beide Drohnen fliegen kann. Und wenn du jetzt aber dann den Flug auf die DJI Mini 4 am Controller umstellen möchtest, dann ist das wirklich total kompliziert und das könnte man auch noch wirklich einfacher lösen, dass die Drohne den Controller sofort erkennt. Momentan ist es so, dass du den Controller anmachst, dann dir aussuchst, mit welcher Drohne du fliegen möchtest und dann die Drohne mit dem Controller verbindest. Aber der verbindet sich nicht automatisch, sondern du musst hier dann wieder lange auf die Power-Taste drücken, bis die dann sozusagen piept. Dann erkennt der Controller die DJI Mini 4 Pro und verbindet sich mal und mal verbindet er sich nicht. Und das ist für mich ein großes Problem, weil ich wirklich extra darauf geachtet habe, dass ich mir echt nicht zu viel kaufe und jetzt wirklich dastehe mit diesem Verbindungsproblem, dass man hier sozusagen nicht ganz mal schnell, wenn man möchte, die DJI R3 fliegen kann mit dem Controller, dann die DJI R3 hinstellt, die DJI Mini 4 Pro rausholt und dann den Controller schnell und fix anschließt und mit der DJI Mini 4 Pro weiterfliegt. Das funktioniert momentan wirklich ruckelig und wackelhaft und bedarf auch sehr viel Zeit. Kann natürlich sein, dass ich ein bisschen zu dumm bin dafür, aber ich glaube das nicht, weil ich habe es wirklich mehrfach probiert und es ging mehrfach nicht beim ersten Mal, sich mit der DJI Mini 4 zu verbinden, wenn man im Menü der DJI Mini 3 war.
Controller ausgemacht, Controller wieder angemacht, neues Menü, DJI Mini 4, wieder auf Piepen gedrückt. Also wie gesagt, das ist nicht so die optimale Lösung. Hier kann DJI wirklich noch nachbessern, dass der Controller echt sofort die Drohne, die dort steht, erkennt, sich mit der verbindet, zack, aus, weiterfliegen. Das würde echt weniger Zeit kosten und würde mich glücklicher machen. Das nächste Thema ist wahrscheinlich für jeden von euch unterschiedlich. Die einen mögen es und die anderen mögen es nicht. Und zwar geht es um das neue Farbprofil bei der Video- und Fotoaufnahme. Da hat DJI jetzt der neuen DJI Mini 4 ein neues Farbprofil verpasst, was so ein bisschen wärmer ist. Und das alte Farbprofil von der DJI Mini 3, das war bei der Videoaufnahme im Normalmodus, also jetzt ohne Lock, ohne alles, ohne HDR, im Normalmodus etwas blasser. Und das hat mir persönlich ein bisschen besser gefallen, weil es nicht so aufdrödelt. Jetzt finde ich dieses neue Farbprofil, was DJI jetzt an die Mini 4 Pro angepasst hat, beziehungsweise an die Kamera, wirklich ein bisschen zu warm und zu aufdringlich von den Farben. Natürlich ist es so, dass jetzt die Kontrastwerte verbessert wurden und alle anderen Geschichten, was ich auch gut finde. Aber ich finde dieses Farbprofil, dieses neue Farbprofil der DJI Mini 4 Pro wirklich ein bisschen zu aufdringlich und ein bisschen zu warm in der Farbwiedergabe. Aber wie gesagt, das ist mein Problem. Ich finde es persönlich nicht so gut. Ihr da draußen vielleicht super. Schreibt es einfach hier in meine Kommentare und dann quatschen wir drüber. Aber jetzt kommen wir natürlich auch mal zu den schönen Sachen, was sozusagen richtig super ist an der DJI Mini 4 Pro. Und das ist als erstes, dass die neuen Füße wieder dran sind, was sozusagen bei der DJI Mini 2 war es, glaube ich, gewesen. Bei der Mini 3 hat man das ja hier von DJI eingespart, aber hier sind jetzt auch die Antennen für die O4-Verbindung mit integriert und das ist natürlich echt wieder super, weil die Drohne steht vernünftig. Vorher mit der Mini 3 war es natürlich hier so ein kleiner Wackeleffekt, aber jetzt hast du jetzt auch bei unebenen Flächen echt wieder einen guten Stand von der DJI Mini 4 Pro und das finde ich echt super, dass hier die Füße wieder so schön gestaltet wurden, dass die DJI Mini 4 Pro ordentlich steht. Und auch das neue O4 Übertragungssystem, da muss ich wirklich ein Lob austeilen, denn das ist echt besser geworden. Auf meinen Flügen hatte ich kaum Probleme. Ich bin wie gesagt in der Nacht in Berlin geflogen und hatte gedacht, Mensch, aufgrund der ganzen Funkwellen etc. wirst du dann hier ein paar Verbindungsprobleme kriegen. Aber nichts ist, das war wirklich sauber, das war ordentlich, auch wenn du dich mal ein bisschen von der Drohne wegdrehst und nicht direkt den Controller raufhältst, ist das alles vernünftig im Rahmen. Er hat eine super Verbindung und da ist mit O4 DJI wirklich eine gute Softwareverbesserung gelungen, die auch richtig wirkt. Weiterhin ist natürlich gut, dass sich die Schutzklappe hier von der DJI Mini 4 Pro echt besser aufsetzen lässt, als es noch der Fakt war bei der DJI Mini 3. Da musstest du dann die Drohne so rückwärts halten und dann den Deckel aufbringen, dann hat es auch gepasst. Und hier ist es ganz normal, einfach rauf, zack, das Ding ist sicher. Du brauchst dir keine Schüssel machen, brauchst nicht viel Zeit zum Jonglieren. Das hat DJI echt super gemacht im Vergleich zur DJI Mini 3, dass jetzt bei der 4er der Deckel richtig optimal angepasst ist und wirklich auch leichter aufzubringen ist. Und er ist auch wieder da, der Propellerschutz der DJI Mini 4 Pro. Bei der DJI Mini 3 hat ihn ja DJI komplett weggespart. Und jetzt ist er wieder da und damals musstest du ihn im Zubehör kaufen. Jetzt wird er dir direkt wieder ausgeliefert. Manche meckern zwar, dass sie sozusagen hier diese Knopfdruckverbindung nicht immer so optimal schließen können, wenn dann sozusagen der Propellerschutz um die Drohne gewickelt ist. Das ist aber wie gesagt nicht so wichtig, finde ich. Also bei mir klappt's. Und ich bin natürlich froh, dass jetzt dieser Propellerschutz endlich wieder mitgeliefert wird und man ihn nicht im Zubehör kaufen muss. Und die Bildprofis unter euch, die werden mir zustimmen. Wer schöne Aufnahmen machen möchte, der kann sie natürlich jetzt auch in D-Log und HLG machen und das hebt natürlich nochmal das Bildformat richtig nach oben, bietet bessere Kontraste zur Nachbearbeitung. 4K 100 FPS sind natürlich auch fast die Erfüllung. 4K 120 FPS wären natürlich noch besser, aber auch die Waypoint-Funktion, die lässt natürlich hier auch keine zusätzlichen Wünsche mehr offen und die allerbeste Weiterentwicklung für mich war die Bewältigung des Überhitzungsproblems. Während damals die DJI Mini 3 ja oft zu heiß wurde, hat
hat hier DJI jetzt bei der DJI Mini 4 softwareseitig den Eco-Modus verbaut und dadurch kann die Drohne nicht mehr so schnell überhitzen, weil sie einfach in so eine Art Pause-Modus geht. Und das ist natürlich eine unwahrscheinlich coole Geschichte und du hast jetzt keine Angst mehr bei langen Updates die Drohne anzulassen, weil einfach der Eco-Modus richtig gut ist. Ich habe dann auch mal die neue Lightcut-App ausprobiert und die ist natürlich von DJI, um kurze Zusammenschnitte deiner Videos hier zu machen mit der DJI Mini 4 Pro. Einfach Videos übertragen und dann schnell mal geschnitten. Das geht recht fix und ist natürlich auch sehr optimal gemacht. Du brauchst nicht viele Vorkenntnisse, kannst einfach deine Szenen schnell zusammenschneiden. Ist natürlich nur für kurze Videos und für Short-Videos gedacht, aber du kommst in kürzester Zeit auf richtig gute Ergebnisse. Und zusammenfassend kann ich euch natürlich sagen, meine Meinung ist, dass die neue DJI Mini 4 Pro nicht allzu perfekt ist, aber sie ist deutlich perfekter als die DJI Mini 3 Pro. Und wer wirklich ein Upgrade in Erwägung zieht, der sollte das zum Frühjahr tun, beziehungsweise auch jetzt ist ja auch noch eine schöne Zeit zu fliegen. Aber wenn ihr persönlich noch gute oder schlechte Dinge an der DJI Mini 4 Pro findet, einfach hier rein in meine Kommentare. Lasst uns drüber quatschen und ich bedanke mich bei euch fürs Anschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und sage Tschüss, bye bye und winke winke.